Wir sind Jessie und Roberto und seit Februar leben und reisen wir in unserem selbst ausgebauten Sprinter. Unsere Route hat sich wieder mal spontan geändert und wir befinden uns nun an der griechischen Ägäis. Doch das türkise Meer und die Sonne suchen wir lange vergebens und auch sonst brauchen wir diesmal länger, um die schönen Flecken für uns zu entdecken. Wir hatten die Stadt ein wenig anders erwartet. Das macht es natürlich auch nicht leichter, um zu entscheiden, ob wir länger in Griechenland bleiben wollen oder ob es doch nur ein kurzer Abstecher sein soll. Kalimera! Die meisten haben es letztes Mal richtig erraten. Wir befinden uns in Griechenland. War eigentlich nicht so geplant, aber ja, wir machen jetzt hier einen Abstecher. Mindestens für ein paar Tage. Vielleicht geht es dann doch in das ursprünglich geplante Land. Vielleicht bleiben wir auch hier. Mal sehen. Auf jeden Fall hatten wir schon eine richtig angenehme Nacht hier. Wir waren an einem kleinen Fischerhafen. Zugegeben, das Meer hatten wir anders vor Augen, also es ist ganz schön grau und nicht so die Urlaubsstimmung wie in den Prospekten, aber es gefällt uns trotzdem sehr gut. Es ist halt eben Herbst und ja, wir freuen uns auf das, was wir heute vorhaben, denn es geht mal wieder in eine Stadt. Und schon sind wir angekommen. Wir befinden uns hier in Thessaloniki, der zweitgrößten Stadt hier in Griechenland. Und ja, da gibt es einige Sachen, die wir anschauen möchten. Ja, die Karte ist voller grüner Pins, also wir haben uns da ein bisschen was rausgesucht. Und wir sind gespannt. Ich habe mal wieder Hunger und suche schon, wo wir was essen können. Aber die Aussicht hier und also so die Leute zu beobachten dabei ist schon ziemlich cool hier. Also im Vergleich zu den praktisch verlassenen Rhodopen ist hier ganz schön was los. Wir sind uns gar nicht mehr gewöhnt, so mit vielen Menschen, aber irgendwie lebt das auch so richtig. Das ist schön cool. Und ja, schade, dass halt das Wetter so grau ist, denn ich glaube, die Promenade, auf der wir jetzt waren, die würde nochmal anders rüberkommen, wenn hier ein bisschen, ja, bisschen heitereres Wetter wäre. Aber wir machen das Beste draus. Jetzt stechen wir in die Stadt rein und ja, sehen, was es sonst noch so gibt. Endlich gibt es was zu essen. Ich verhungere schon. Und ja, was Klassisches, Gyros. Das ist richtig lecker. Das war richtig lecker. Wir hatten die Stadt ein wenig anders erwartet, aber auf der einen Seite gab es richtig coole Ecken, zum Beispiel die Promenade, die hat uns richtig gut gefallen. Ja. Auf der anderen Seite sind auch sehr viele Hochhäuser hier und ziemlich abgerockt. Ja, also viele, so,
gibt ein paar Spots, da gibt es was zu sehen und dazwischen ist so irgendwie nichts oder halt irgendwie einfach nur Wohnblöcke. Ja. Und wir haben auch keine Altstadt gefunden. Vielleicht gibt es sie irgendwo anders, also vielleicht in einem Viertel, wo wir halt nicht waren. Also ja, mir hat die Stadt schon gefallen. Also es gibt coole Ecken, man sieht wirklich viele Bars, Cafés, die einen wirklich so locken, die einen richtig Appetit machen. Also ich glaube, kulinarisch gibt es hier auf jeden Fall ja, und der Gyros war Weltklasse. Ja, also mindestens für den kann man vorbeikommen. Naja. Aber wir gehen jetzt zurück zum Van, suchen uns noch einen Platz für heute Nacht und dann sehen wir uns morgen. Wir sind gestern noch an diesem Spot angekommen und es ist wieder mal richtig traumhaft. Wir stehen direkt am Meer. Es ist 10 Meter von mir entfernt. Das heißt, wir sind mit dem Rauschen der Wellen eingeschlafen und ja, auch wenn es nicht so das Badewetter ist, also es ist immer noch grau, es ist immer noch November, ja, genießen wir es richtig, es ist wunderschön und darum gehen wir jetzt auch ein bisschen am Strand spazieren und schauen es uns ein bisschen genauer an. Irgendwie ziehen wir die Tiere an, ich weiß nicht. Na, hübsche. Ja. Die kommen auch einfach so beim Van vorbei. Ist richtig liebesbedürftig. Na? Ah, ich glaube, du hast da eine Zecke am Hals. Hm? Oh, sie schnurrt so schön. Hm? Die Katze ist so süß und die läuft jetzt einfach mit uns mit, die ganze Zeit. Also, letztes Mal hatten wir das ja mit Pedro, dem Hund. Ich glaube, der Katze müssen wir auch noch einen Namen geben. Na? Zum Glück haben wir unser Duschpodest. Damit können wir die Füße abspülen, ohne dass die Füße nochmal dreckig werden. Wir möchten euch gerne auch ein bisschen mehr über die Handtücher erzählen, die wir benutzen. Wir verwenden die Reisehandtücher von Valleys & Hills bereits seit ein paar Monaten und wir sind immer noch hell begeistert. Sie sind aus 100%iger Bio-Baumwolle und sind dadurch sehr angenehm vom Gefühl her, aber sie sind auch super praktisch, denn sie trocknen sehr schnell und sie sind sehr leicht, also für unterwegs eigentlich ideal. Und das Beste ist,
Auch nach Monaten des Waschens und der Nutzung haben sie immer noch die gleichen Eigenschaften wie am ersten Tag. Valleys & Hills ist ein junges deutsches Unternehmen, das Campingzubehör herstellt, das aber nicht nur gut aussieht, sondern auch nachhaltig ist. Und das ist einer der Punkte, die uns wirklich davon überzeugt haben, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Mal davon abgesehen, dass sie super sympathisch sind. Und dementsprechend haben sie natürlich noch viel mehr Produkte als Reisehandtücher. Und wir empfehlen euch wirklich mal bei ihnen vorbeizuschauen. Mit Chirpy10 kriegt ihr noch dazu 10% Rabatt aufs gesamte Sortiment ohne Mindestbestellwert. Und ja, jetzt kommt ja bald die Weihnachtszeit, also vielleicht findet ihr da was für eure Lieben, die gerne im Camping- oder Outdoor-Bereich unterwegs sind. Und ja, Mama, ich meine damit auch dich. Wir räumen jetzt auf und fahren gleich los, denn wir möchten heute noch nach Kavala. Da wartet ein Päckchen auf uns. Number, yes. And it's 2 packages? They have, okay. Thank you. Okay. Ich glaube, das müssen wir zu zweit tragen. Aber Hauptsache es ist angekommen, das ist immer das Wichtigste. Ja, und was da drin ist, das seht ihr dann im nächsten Video. Aber, ja, wir gehen jetzt mal unseren Schlafplatz suchen für heute Nacht. Und da sehen wir uns gleich. Es gibt Essen. Heute gibt es bei uns Gnocchi mit Gemüse und Feta. Ganz viele leckere Sachen. Ist ja eigentlich ein recht simples Gericht, aber wir mögen es und ich hoffe auch diesmal schmeckt's. Hast du es gewürzt? Ein bisschen Salz, ne? Wie immer. Wenn wir schon in Kavala sind oder wenigstens in der Nähe, möchten wir uns heute die Stadt auch noch ansehen. Das haben wir uns heute früh entschieden.
Der Platz war ein bisschen außerhalb, darum sind wir jetzt in die Stadt reingefahren. Am Meer entlang, also es war schon mal sehr schön die Anfahrt und wir sehen auch schon das Ziel, denn wir möchten uns vor allem die Burg ansehen und da soll wohl auch eine Altstadt vorhanden sein. Und ja, wir sind gute Dinge, die Sonne scheint schon mal, also sieht vielversprechend aus. Jim ist geparkt und ja, wir laufen hier entlang des Hafens und hier ist schon richtig was los. Auch ja, wenn es unter der Woche ist und ja, die Fischer sind alle draußen, alle haben was zu tun. Es sieht richtig gemütlich aus. Ja, und die Sonne scheint, das macht so viel aus. Allerdings wird es jetzt auch ganz schön warm wahrscheinlich, denn wir müssen jetzt den Hügel hoch, um zu dieser Burg zu kommen. Ja, das schaffen wir auch noch irgendwie, oder? Ja. Ich freue mich so riesig. Wir haben so eine schöne Altstadt entdeckt. Und ja, es hat richtig Charakter. Also wir freuen uns richtig, dass wir das hier entdeckt haben, dass das hier so schön ist in Kavala. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit gegangen. Wir sind auf einmal auf der anderen Seite der Altstadt rausgekommen und wieder am Meer. Ja, wir waren wohl zu enthusiastisch, aber wir haben jetzt wenigstens gesehen, hier gibt es auch einen Leuchtturm, also schauen wir uns den wenigstens auch noch an. Hinter mir sieht man den Leuchtturm, den hatten wir uns ehrlich gesagt ein bisschen größer vorgestellt. Naja, auf der Seite hier sieht man noch die Insel Tassos, die soll, glaube ich, wunderschön sein, werden wir aber leider nicht besuchen gehen. Jimmy ist da hinten geparkt und wir gehen jetzt dahin, denn da ist die Festung, die wir eigentlich besuchen wollten. Und damit haben wir alle Himmelsrichtungen durch und können losgehen. Wir haben es doch noch zur Burg geschafft. Jetzt sind wir auf der Festungsmauer. Danach gehen wir gleich auf den Turm hoch. Da soll die Aussicht wunderschön sein. Und dann ja, machen wir den Rest. Es gibt noch viel zu sehen. Wir sind am Top of Kavala angekommen. Yeah! Ja, also wir sind hier auf dem Turm der Festung. Wir behaupten jetzt einfach mal, das ist der höchste Punkt der Stadt. Aber was cool ist, von hier aus sieht man auch das Aquädukt. Das ist der letzte Punkt, den wir uns hier noch ansehen möchten. Da drüben ist es. Und von hier aus sieht es schon richtig gut aus. Wir gehen dann gleich runter. Aber wir sind froh, dass wir auch hier hochgekommen sind und die vielen Treppen gelaufen sind und richtig kaputt sind. Aber das hält uns fit.
schön. ist richtig schön, ja. Vor allem auch mit den Inseln und mit dem Bohrturm da hinten. Ist das ein Bohrturm? Ich weiß es nicht. Aber falls es irgendjemand aus der Community weiß, was es ist, schreibt es doch unten in die Kommentare, denn wir können uns nicht vorstellen, dass das ein Ölbohrturm ist. So. Das ist wohl die engste Treppe, die ich je besucht habe. Von hier oben sieht man die Stadt nochmals in voller Pracht. Es ist richtig schön hier oben. Aber wir müssen jetzt langsam gehen, denn der Herr, der will hier die Burg schließen. Our seats very clean. Okay, yeah, it looks really beautiful. Very clean, very clean. We have 40 years oil here. Yeah. No leaks. No, nothing. Ciao, my friend. Ciao. 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 And thank you. You're welcome. You're welcome. Ciao. Wir wurden gerade so halbwegs aus der Burg rausgeworfen, aber wir haben den Herrn, der hier arbeitet, noch zu einem Gespräch verzettelt. Eine halbe Stunde haben wir uns gequatscht, Ja. glaube ich. Und er war so freundlich. Wir haben richtig viel hier über die Gegend erfahren. Und wir können auch auflösen, das ist tatsächlich eine Ölbohrinsel, So, ja, also die ist aber nicht mehr funktioniert. Genau, die ist irgendwie 40 Jahre alt. Und er meinte, auch trotzdem ist das Meer hier super sauber und hier ist der beste Fisch aus Griechenland. Ja. Mal schauen, ob wir das probieren gehen. Jetzt gehen wir erst aber noch zum Aquädukt. Ja. Gut. Also ich würde sagen, Kavala bekommt Bestnoten. Ja, auf jeden Fall. Also mir hat es richtig gut gefallen. Vor allem halt auch mit den Gassen und die Altstadt, endlich mal wieder eine Altstadt zu besuchen. Ja. Das hat ja in Thessaloniki ein bisschen gefehlt, Ja. oder wir haben es eben nicht gefunden. Hier haben wir es gefunden Genau. und sind froh drum. Auch Und die Festung. Genau, auch die Festung, vor allem der Herr. Also wir hatten eine richtig gute Zeit mit dem. Hat richtig Spaß gemacht, mit dem ein bisschen zu quatschen. Ja. Und ja, jetzt sind wir zurück beim Van. Und Also am Schlafplatz am eigentlich. Schlafplatz. Und damit auch am Ende dieser Woche, nächste Woche, haben wir uns entschieden, fahren wir weiter Richtung Osten. Genau. Ich bin schon richtig aufgedreht. Ich freue mich riesig. Und Ja. Ja, ich Wird glaube, sicherlich ein gutes Abenteuer werden. bestimmt. Also, bis nächste Woche. Bis dann. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie bis zum Ende zugeschaut haben. Und nicht vergessen, abonnieren und liken. Bravo, bravo! Bravo, bravo.